Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Fährnews aktuell. Auch heute gibt es wieder viele spannende Neuigkeiten über Fährschiffe, Fährhäfen und Fährverbindungen. Unter anderem geht es um den Brand auf der Stena Scandica, ein neues Autoterminal in Rostock und die Übernahme von Arctic Lines durch die Attica Group. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. SKåneJet ab 2023 nach Trelleborg. Die Ostseeschnellfähre SKåneJet verkehrt seit 2020 für FAS Baltic zwischen Sassnitz und Ystad. Mit Beginn der Saison 2023 wird statt Ystad nun Trelleborg angefahren werden. Die SKåneJet kann mehr als 600 Passagiere und bis zu 200 Fahrzeuge befördern und überquert die Ostsee zwischen Deutschland und Schweden in nur 2,5 Stunden. Trelleborg ist die südlichste Stadt Schwedens und liegt, offensichtlich, an der Ostseeküste in der historischen Provinz Skåne. Mit dem Wechsel des Hafens will FAS Baltic seinen Kunden in Zukunft noch mehr Service bieten. Unter anderem ist eine Ausweitung des Angebotes an Tagesausflügen geplant. Neben Ystad sind neue Ausflüge nach Lund, nach Kopenhagen und Malmö geplant. Mit dem Wechsel nach Trelleborg können unsere Gäste dank der besseren Verkehrsanbindung noch schneller ihr Urlaubsziel erreichen und zudem aus einer Vielzahl interessanter Ausflugspakete wählen, erklärt Moritz Bruns, Geschäftsführer der FAS Baltic GmbH. Ein weiterer Vorteil des Hafenwechsels: Trelleborg eignet sich gut als effiziente Drehscheibe für das Frachtgeschäft. Der Transport von kleinen Frachteinheiten und Expressstückgut wird ab dem Jahr 2023 das Leistungsportfolio von FAS Baltic ergänzen. Stapellauf der Finn Sirius. Am 30. August 2022 lief mit der Finn Sirius der erste von 2 Superstar Ropax-Neubauten von Finnlines vom Stapel. Das kombinierte Fracht- und Passagierschiff ist 235 Meter lang und bietet Platz für etwa 300 Lkw, 200 Pkw und 1100 Passagiere. Im Vergleich zu den heute verkehrenden Schiffen der Star-Klasse wird die Frachtkapazität somit um 20% steigen. Kiellegung der Finn Canopus. Am 1. September 2022, also nur 2 Tage nach dem Stapellauf der Finn Sirius, bezeichnete Finnlines noch einen weiteren Meilenstein in ihrem Neubauprogramm: die Kiellegung der Finn Canopus. Hiermit wurde auf der China Merchants Yinling Shipyard in Weihai der offizielle Baubeginn, das heißt die Errichtung des Schiffsrumpfes, gefeiert. Der nächste Meilenstein des 500 Millionen Euro Neubauprogramms von Finnlines wird der Stapellauf der Finn Canopus im Januar 2023 sein. Ab dem 3. Quartal 2023 wird zunächst die Finn Sirius und ab dem 4. Quartal 2023 die Finn Canopus auf der Finnlines-Route Naantali-Långnäs-Kapellskär zwischen Finnland und Schweden verkehren. Wenn du mehr über Finnlines Neubauprogramm erfahren möchtest, kannst du dich gerne in die April-Ausgabe Fährnews aktuell reinklicken. Den Link dazu findest du sowohl in der Infobox als auch in der Videobeschreibung. Scantlines Neubau auf Kiel gelegt. Und noch eine weitere Kiellegung war im vergangenen Monat zu feiern. Am Dienstag, den 30. August 2022, feierte Scantlines die Kiellegung der neuen, emissionsfreien Frachtfähre der Reederei. Die Fähre, die ab 2024 auf der Strecke Puttgarden-Röllby eingesetzt werden soll, trägt den Arbeitstitel PR24 und läutet die nächste Generation von Schiffen auf dieser Strecke ein. Bei der PR24 handelt es sich um ein Hybridschiff, das sowohl rein elektrisch als auch als Hybridfähre betrieben werden kann. Bei einer Überfahrtszeit von 70 Minuten ist die Fähre emissionsfrei, fährt also rein elektrisch. Sie kann
Wie bereits erwähnt, auch als Hybridfähre eingesetzt werden, wie dies auf den Scandlines-Routen zwischen Deutschland und Dänemark jetzt bereits geschieht. Ein Betrieb als Hybridfähre beträgt die Überfahrtszeit 45 Minuten. Somit kann die Fähre auch als Ersatzfähre eingesetzt werden, wenn eine der 4 Doppelendfähren, die derzeit die Strecke Puttgarden-Rölby bedienen, einen Werftaufenthalt hat. Wie andere moderne Schiffe auch, wird die PR24 nicht auf einem einzigen Kiel gebaut. Sie wird vielmehr aus mehreren Rumpfsektionen bestehen. Letzten Dienstag wurde die erste dieser Sektionen auf den Helling gelegt. Die PR24 wird 147,7 Meter lang und 25,4 Meter breit werden und auf 1200 Lademetern Platz für bis zu 66 Frachteinheiten bieten. Außerdem werden bis zu 140 Passagiere auf der Fähre mitfahren können. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund 80 Millionen Euro. 2024 soll dann mit der PR24 die erste emissionsfreie Fähre auf der Puttgarden-Rölby-Route in Betrieb genommen werden. Nur 6 Jahre später, im Jahr 2030, soll die gesamte Strecke emissionsfrei sein. Die Batterien des Neubaus können in nur 17 Minuten in Rölby aufgeladen werden. 2019 investierte Scandlines dafür in ein 50 kV, 25 Megawatt Stromkabel für den Hafen in Rölby. Im Frühjahr 2023 wird die Arbeit an der Verlängerung dieses Kabels bis zu den Fähranlegern begonnen und dort sollen dann zusätzlich noch ein Transformator und eine Ladestation installiert werden. Auch die Liegeplätze in Puttgarden und Rölby werden umfassend umgebaut, um den Anforderungen des Neubaus gerecht zu werden. Mols Liniens Express 5 vom Stapel gelaufen. Austal Philippines hat die 115 Meter lange Express 5 für die dänische Reederei Mols Linien erfolgreich vom Stapel laufen lassen. Gemessen an der Bruttoraumzahl ist dies die größte von einer Austal-Werft gebaute Fähre. Die Express 5 bietet Platz für 1610 Passagiere, 450 Pkw oder 617 Lademeter für Lkw und zusätzlich Platz für 257 Pkw auf 2 Fahrzeugdecks. Der Katamaran hat eine Betriebsgeschwindigkeit von 37 Knoten und ist für eine Umrüstung des Antriebes auf LNG vorbereitet. An Bord genießen die Passagiere lederbezogene Ruhesessel mit USB-Anschlüssen, Wi-Fi, ein komplettes Bistro und Bars sowie einen Spielbereich für Kinder und mehrere audiovisuelle Bildschirme. Nach der Endausrüstung des Schiffes bei Austal Philippines ist die Auslieferung der Express 5 für Anfang des ersten Quartals des Jahres 2023 geplant. Die Express 5 wird dann auf der Route zwischen Ystad in Schweden und Rönn auf der dänischen Insel Bornholm verkehren. Europas erstes Drehkreuz für E-Treibstoffe. Die Göteborger Hafenbehörde arbeitet mit Stena Line, DFDS, Ørsted und Liquid Wind zusammen, um Europas erstes Drehkreuz für Elektromethanol zu errichten. Das Projekt, das 2025 in Betrieb gehen soll, ist ein konkreter Schritt auf dem Weg zu einer kohlenstoffneutralen Schifffahrtsbranche. Mit dieser branchenübergreifenden Zusammenarbeit wollen die Parteien eine E-Methanol-Wertschöpfungskette aufbauen, um bis 2025 erhebliche Mengen an elektrisch erzeugtem Methanol im Göteborger Hafen verfügbar zu machen. Mit E-Methanol aus dieser Partnerschaft fügt DFDS eine neue E-Kraftstoffmöglichkeit hinzu, um unser Versprechen einzulösen, bis 2025 ein grünes Schiff zu betreiben, sagte Torben Carlsen, CEO von DFDS. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, sagt Niklas Mortensson, CEO von Stena Line. Liquid Wind
und Ørsteds E-Methanol-Produktionsanlage Flagship One befindet sich in einem späten Entwicklungsstadium und steht kurz vor einer endgültigen Investitionsentscheidung. Es wird die größte E-Fuels-Anlage der Welt sein und jährlich bis zu 50.000 Tonnen E-Methanol aus elektrischer Energie, die beispielsweise durch Windenergieanlagen gewonnen wird, herstellen können. Die Anlage selbst wird in Örnsköldsvik im Nordosten von Schweden gebaut werden. Der Hafen von Göteborg fungiert als Drehkreuz für die produzierten Treibstoffe. Stena Estelle getauft. Am 3. September 2022 wurde Stena Lines Neubau Stena Estelle in Gdynia getauft. Die Stena Estelle ist nun eine der größten regelmäßig auf der Ostsee verkehrenden Fähren. Sie ist 240 Meter lang, bietet Platz für 1200 Personen und kann auf 3600 Metern Autodecks bis zu 200 LKW aufnehmen. Der Antrieb der Stena Estelle ist so konzipiert, dass er problemlos auf einen Gasbetrieb umgerüstet werden kann, sodass der Treibstoff auf Methanol oder LNG umgestellt werden kann. Bei Hafenaufenthalten kann die Stena Estelle außerdem Landstrom nutzen, was die Abgasemissionen reduziert. Die Stena Estelle nahm mit ihrer ersten Fahrt am 4. September 2022 um 21 Uhr offiziell den Betrieb auf der Strecke Gdynia-Karlskrona auf. Näheres zur ersten verlängerten E-Flexer kannst du in der Juni-Ausgabe Fernnews aktuell erfahren. Klicke dazu einfach auf die Infobox oder auf den Link in der Videobeschreibung. Stena Ebba übernommen. Mit der Stena Ebba hat Stena Line am 26. September 2022 den letzten ihrer 5 bestellten E-Flexer-Neubauten übernommen. Das zur Stena Estelle baugleiche Schiff soll ab Dezember 2022 ihre Fahrt auf der Relation Gdynia-Karlskrona aufnehmen. Brand an Bord der Stena Scandica. Am 29. August 2022 fing an Bord des Stena Scandica das Kühlaggregat eines Containers Feuer. Glücklicherweise konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und es wurde niemand verletzt. Der Brand verursachte jedoch einen Stromausfall an Bord, sodass das Schiff bei starkem Wind auf die schwedische Insel Gotland zutrieb und drohte, dort auf Grund zu laufen. Da nicht sichergestellt werden konnte, dass ein angeforderter Bergungsschlepper rechtzeitig die Position des Stena Scandica erreichen würde, wurde vorsorglich mit der Evakuierung besonders hilfsbedürftiger Passagiere begonnen. Insgesamt wurden 32 Passagiere per Hubschrauber evakuiert. 26 Passagiere wurden auf das Schiff MS Visby der Destination Gotland gebracht, das in der Nähe des Stena Scandica in Bereitschaft war. Weitere 6 Passagiere wurden aufgrund der Wetterbedingungen direkt in die Stadt Visby gebracht. Kurz vor der Küste schafft die Besatzung des Stena Scandica es, 2 Motoren zum Laufen zu bringen, sodass sich die Fähre aus eigener Kraft von Gotland weg Richtung Norden bewegen konnte. In Begleitung eines Schleppers und der Küstenwache nahmen sie anschließend Kurs auf Nynäshamn. Da die Stena Scandica nun erstmal umfassend in der Werft in Gdansk untersucht werden muss, übernahm zunächst die Stena Gossika die Fahrten des Stena Scandica. Mit der Indienststellung der Stena Estelle wechselte die Stena Nordica auf die Route Travemünde-Liepaja und die Stena Flavia auf die Relation Nynäshamn-Ventspils. Cadena 3 statt Iliana Marino. Auf der Route Rostock-Nynäshamn verkehrt seit Mitte September statt der Iliana Marino die Cadena 3. Grund hierfür ist ein Maschinenschaden an Bord der Iliana Marino. Die Cadena 3 ist etwas größer als die Iliana Marino. Sie ist 193 Meter lang und 26 Meter breit und besitzt eine Kapazität von 2606 Lademetern, also gut 100 Lademeter mehr als die Iliana Marino. Inwiefern ein größeres Schiff trotz schwacher Frachtraten wirtschaftlich zu betreiben ist, bleibt fraglich. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zu Hansa Destinations in die Kommentare.
Denkt ihr, dass die Route eine Zukunft hat? Neues Autoterminal in Rostock eröffnet. Bleiben wir direkt in Rostock. Am 22. September 2022 wurde das erste deutsche Autoterminal in einem Ostseehafen eröffnet. Auf dem 75.000 Quadratmeter großen Gelände im Rostocker Überseehafen ist in den letzten Jahren eines der modernsten Autoterminals Europas entstanden. Bis zu 3.200 Fahrzeuge können hier gleichzeitig abgestellt werden. Umgeschlagen werden sollen laut Betreiber Autolink und dem Hafen Rostock jährlich rund 150.000 Autos. Vorrangig gehe es hierbei um Neuwagen, die in Richtung Skandinavien und Osteuropa transportiert werden sollen. Mit dem neuen Autoterminal in Rostock schließen wir eine Lücke, denn bisher gibt es kein vergleichbares Angebot in einem deutschen Ostseehafen, so Autolink-Geschäftsführer Arndt Brockmüller. Durch die kürzeren Transportwege habe man ökologische und ökonomische Ziele verbunden, da nicht nur Geld, sondern auch CO2 eingespart wird. Stena Line baut Terminal in Holyhead aus. Stena Line als Eigentümer und Betreiber des Hafens von Holyhead in Nordwales wird den in Anglesey gelegenen Hafen erheblich erweitern. Das Unternehmen kauft das 213 Hektar große ehemalige Gelände des Aluminiumwerkes von Ecoparks in Holyhead. Stena Line ist seit 27 Jahren Eigentümer und Betreiber des Hafens von Holyhead. Das Unternehmen erklärt, es habe den Kauf getätigt, um den Ausbau der Hafenaktivität in diesem Gebiet zu erleichtern. Das Gelände grenzt an die A55 in Holyhead und umfasst ein 3 Kilometer langes Eisenbahngleis, das an die North Wales Main Line angeschlossen ist. Das Geschäft umfasst auch eine Anlegestelle im Hafen von Holyhead, die Stena Line Ports nun übernommen hat. Stena Line Ports wird diesen Tiefwasserliegeplatz an Kreuzfahrtreedereien vermarkten. Zu dem Kauf gehört auch ein 2,4 Kilometer langer Tunnel, der den Liegeplatz mit dem Hauptgelände verbindet und unter dem Hafen verläuft. Es ist noch nicht bekannt, wofür der Tunnel in Zukunft genutzt werden wird, aber er bietet die Möglichkeit, Materialien auf effiziente und umweltfreundliche Weise von der Anlegestelle zu den Produktionsstätten zu transportieren. Darüber hinaus verfügt der Standort über einen begehrten Hochspannungsanschluss, der weitere Möglichkeiten eröffnet. Der Preis für die Übernahme wurde noch nicht genannt, es wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine bedeutende Investition handelt. Baustart für Brittany Ferries LNG-Hybridschiff. Am 5. September 2022 wurde das erste Stück Stahl für die Saint-Malo geschnitten, der erste LNG-Hybrid-Neubau von Brittany Ferries. Die Saint-Malo wird voraussichtlich 2025 in die Flotte von Brittany Ferries aufgenommen werden und wird dann die 1989 gebaute Bretagne auf der Strecke zwischen Portsmouth im Vereinigten Königreich und Ouistreham und Saint-Malo in Frankreich ersetzen. Brittany Ferries wird das Schiff für 10 Jahre von Stena RoRo chartern, inklusive einer Kaufoption nach 4 Jahren. Die Saint-Malo wird mit einem Batterie-Hybrid-Paket für einen Energieverbrauch von bis zu 10 Megawattstunden für den Antrieb und das Manövrieren im Hafen ausgestattet sein. Der Neubau wird außerdem mit einem 8 Megawatt Landanschluss zum Aufladen der Batterien ausgestattet sein, was einen umweltfreundlichen Aufenthalt im Hafen ermöglicht. Die große Batteriekapazität ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 17,5 Knoten allein mit Batteriestrom. Zusätzlich ermöglicht der LNG-Betrieb umweltfreundlicheres Fahren und geringere Schadstoffemissionen. Das neue Fährschiff wird 194,7 Meter lang und 27,8 Meter breit werden und eine Kapazität von 2517 Lademetern aufweisen. Bis zu 1400 Passagiere wird die Saint-Malo befördern können. Zusätzlich ist ein zweites, ähnliches Schiff geplant, wobei hier der Name noch nicht bekannt ist.
Wenn du mehr über die Vor- und Nachteile von LNG als Schiffstreibstoff erfahren möchtest, dann kannst du dir gerne die neueste Folge Fernnews Zukunft ansehen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung oder du klickst hier oben rechts auf die Infobox. A-Galeotta kurz vor Übernahme. Der Neubau für Corsica Linea, die A-Galeotta, hat die Visentini-Werft verlassen, um vor der geplanten Ablieferung im Oktober dieses Jahres Erprobungsfahrten zu unternehmen und die letzten Anpassungen an Bord vorzunehmen. Die A-Galeotta ist 206,6 Meter lang und 28,2 Meter breit und bietet Platz für bis zu 920 Passagiere, wobei sich Corsica Linea dazu entschieden hat, die Passagierkapazität dieses Schiffes auf 650 Personen zu beschränken. Obwohl der ursprüngliche Entwurf eine Frachtkapazität von 2750 Lademetern vorsah, hat die Entscheidung des französischen Betreibers für einen LNG-Antrieb die Kapazität der A-Galeotta auf 2563 Lademeter auf 3 Decks reduziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass auf dem oberen Fahrzeugdeck Achtern zwei 260 Kubikmeter fassende LNG-Bordtanks installiert wurden, wodurch sich die Frachtkapazität etwas verringert. Die nächste Generation von Schiffen der Visentini-Klasse kann zunächst nur über das Heck be- und entladen werden, ist jedoch für eine spätere Umrüstung zu einem Durchfahrschiff mit Bug- und Heckklappen vorbereitet. Inwiefern das auch für den geplanten Charter von Pole Ferries für den gleichen Typ Visentini-Neubau gelten wird, bleibt abzuwarten. Der Neubau wird voraussichtlich im Oktober ausgeliefert werden und dann die Route von Marseille nach Ajaccio und Bastia auf Korsika bedienen. Neue Grimaldi-Verbindung zu den Balearen. Mit den beiden Neubauten Eco Adriatica und Eco Mediterranea eröffnet Grimaldi Lines eine neue, regelmäßige Frachtverbindung zwischen Palma de Mallorca und Cagliari auf Sardinien sowie Salerno bei Neapel. Darüber hinaus wird auch Sagunto bei Valencia angefahren. Beide Verbindungen werden zweimal wöchentlich bedient. Eurocargo Sicilia verkauft, Finmaster zu Grimaldi. Die 2009 gebaute Eurocargo Sicilia hat die Flotte von Grimaldi verlassen. Das auf 3700 Lademetern Platz bietende Schiff, das von der Tochtergesellschaft Malta Motorways of the Seas betrieben wurde an Baja Ferries verkauft, wo es in California Star 2 umbenannt werden wird. Eurocargo Sicilia wird ab sofort der neue Name der ehemaligen Finmaster sein, nachdem sie von der Finnlines-Flotte an Grimaldi für den Einsatz im Mittelmeer überführt wurde. Die ehemalige Finmaster wurde 1998 gebaut und verfügt über 1775 Lademeter. Bisher war sie zwischen dem Vereinigten Königreich und Finnland im Einsatz. Attica Group übernimmt Arnec Lines. Bereits seit einem Jahr wird vermutet, dass die Attica Group, Griechenlands größte Fährgesellschaft, Arnec Lines übernehmen wird. Am 20. September 2022 wurde nun bekannt, dass die Attica Group Arnec Lines übernimmt und Schulden in Höhe von 80 Millionen Euro begleichen wird. Gleichzeitig wurde ein erheblicher Schuldenerlass für Arnec in Höhe von 156,4 Millionen Euro beschlossen. Somit wird auch Arnec Lines ein Teil der Attica Group. Die Vereinbarung wurde am 23.09.2022 unterzeichnet. Der Zusammenschluss von Arnec mit der Attica Group wird zur Bildung eines neuen Schifffahrtsriesen in Griechenland führen. Die Attica Group wird dann 45 Fähren auf allen wichtigen Linien zwischen Griechenland und Italien betreiben. Nach Abschluss der Verhandlungen, die bis März 2023 andauern werden, wird die Attica-Gruppe 4 Unternehmen in Griechenland kontrollieren: Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways und Arnec Lines. Die Attica-Gruppe ist auch im westlichen Mittelmeerraum tätig und hält einen Anteil von 49% an der Africa-Morocco Line. Findet ihr solche Übernahmen richtig oder sollte da der Staat eingreifen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war es nun mit der September-Ausgabe Fernnews aktuell.
Heute war es eine extra lange Folge mit vielen spannenden Nachrichten. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann lass gerne ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen und in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Hier rechts kannst du nun noch die letzte Ausgabe Fairnews Zukunft angucken, in der es um LNG als mögliche Zukunftslösung für die Schifffahrt geht. Viel Spaß dabei und bis bald!